Lass uns heute mal über etwas reden, was erstaunlich viele Erwachsene betrifft. Den verlorenen inneren Künstler. Und nein, ich meine nicht, ich konnte früher besser malen. Ich meine dieses Gefühl, das man früher einfach gemacht hat. Ohne Anleitung, ohne Ziel, ohne Angst, dass es gut sein muss. Picasso oder Paul Klee haben mal gesagt, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, einer zu bleiben, wenn man erwachsen ist. Und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich diesen Satz. Kinder fragen nicht, ob sie talentiert sind. Sie malen, sie bauen, sie erfinden. Erwachsene dagegen fragen zuerst, lohnt sich das? Oder noch schlimmer, bin ich dafür zu alt? Spoiler! Nein, bist du nicht. Ich bin das, was man wahrscheinlich erwachsen nennt. Aber ich weigere mich sehr konsequent, meine kindliche Seite abzugeben. Und weißt du, warum so viele ihren inneren Künstler verlieren? Nicht wegen Zeitmangel, sondern wegen 3 Dingen. Erstens, Bewertung. Irgendwann hat mal jemand gesagt, das ist aber nicht besonders gut. Und zack, Kreativität bekam plötzlich ein Urteil. Zweitens, Produktivität. Alles muss einen Zweck haben, Sinn machen, Geld bringen, erwachsen sein. Drittens, Vergleich. Instagram, Pinterest, YouTube. Plötzlich scheint alles, was wir machen, nicht gut genug. Und nicht genug. Da halte ich mich doch lieber an meine Mini-Rebellionen. Eine kreative Mini-Rebellion ist kein großes Projekt. Kein neues Hobby mit 100 Materialien, keine Identitätskrise. Es ist etwas Kleines. 5 Minuten zeichnen, ein Lied hören und etwas dazu kritzeln, Farben mischen ohne Ziel, etwas bauen, nur weil es Spaß macht. Eine Mini-Rebellion gegen das Erwachsenensein, was uns eingeredet hat, immer funktionieren zu müssen. Ich arbeite Vollzeit. Ich kenne Tage, an denen ich abends einfach müde bin. Und genau an diesen Tagen mache ich manchmal absichtlich etwas Unvernünftiges. Ich male 10 Minuten, nicht mehr. Und weißt du was? Diese 10 Minuten verändern erstaunlich viel. Denn Kreativität ist kein Talentproblem. Es ist ein Erlaubnisproblem. Du musst dir erlauben, schlecht zu sein. Langsam, verspielt und kindlich. Wenn du deinen inneren Künstler zurückholen willst, dann fang hier an. Erlaubnis Nummer 1. Du musst niemandem etwas beweisen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste kreative Erlaubnis überhaupt und gleichzeitig die schwerste. Viele Erwachsene haben Kreativität irgendwann mit Leistung verwechselt. Mit Applaus, mit Anerkennung, mit der leisen Hoffnung, dass jemand sagt, wow, das ist aber gut. Als Kinder war uns das egal. Wir haben gemalt, weil wir malen wollten, nicht weil es jemand unbedingt aufhängt und nicht weil es bewertet wird, nicht weil es einen Zweck erfüllt. Irgendwann kam dann dieser unsichtbare Druck. Schule, Arbeit, Gesellschaft, woher auch immer. Alles bekommt Noten, Feedback, Bewertungen und plötzlich sitzt dieser kleine Kritiker mit am Tisch, wenn wir kreativ sein wollen. Der sagt dann Dinge wie, das sieht komisch aus oder das kannst du doch nicht oder mein persönlicher Favorit, lass es lieber, du bist darin eh nicht gut. Und genau hier beginnt deine kreative Mini-Rebellion im Alltag. Du darfst Dinge machen, ohne sie zu zeigen, ohne sie zu posten, ohne sie zu erklären. Du darfst malen, schreiben, basteln oder musizieren, ohne dass es irgendjemand jemals sieht. Kreativität ist kein Bewerbungsgespräch. Sie ist ein Gespräch mit dir selbst. In dem Moment, in dem du aufhörst, etwas beweisen zu wollen, wird Kreativität plötzlich leicht, spielerisch und frei. Also, Erlaubnis Nummer 1, du schuldest niemandem ein gutes Ergebnis. Erlaubnis Nummer 2,
Kreativität darf zwecklos sein. Das hier ist der Punkt, an dem viele Erwachsene innerlich aussteigen. Denn wir haben gelernt, alles muss sich lohnen, alles muss Sinn machen, alles sollte am besten irgendwann Geld bringen oder wenigstens produktiv sein. Aber Kreativität war nie dafür gedacht, effizient zu sein. Niemand fragt ein Kind, warum es malt oder wozu das Lied gut ist, das es gerade singt. Erwachsene dagegen fragen sofort, was bringt mir das? Und genau diese Frage ist oft der Kreativitätskiller. Kreativität darf einfach existieren. Sie darf chaotisch sein, unfertig, sinnlos, manchmal sogar ein bisschen albern. Eine kreative Mini-Rebellion im Alltag kann sein, etwas zu tun, das keinen Zweck erfüllt, außer dir Freude zu machen. 5 Minuten Farben mischen, ohne Bild, einen Song hören und dazu Linien kritzeln, etwas bauen, das danach wieder auseinanderfällt. Das ist kein Zeitverlust. Das ist mentale Erholung. Zwecklose Kreativität gibt deinem Kopf Raum. Sie macht dich ruhiger, neugieriger und oft sogar mutiger, auch in anderen Lebensbereichen. Du darfst kreativ sein, ohne dass daraus etwas entsteht. Und Erlaubnis Nummer 3, kleine Schritte zählen. Viele Menschen glauben, sie müssten erst Zeit haben, um kreativ zu sein. Ein freies Wochenende, einen ruhigen Abend, den perfekten Moment. Aber dieser Moment kommt selten. Deshalb ist die 3. Erlaubnis so wichtig. 5 Minuten sind genug. Kreativität funktioniert nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Sie wächst durch Wiederholung, durch kleine Berührungen im Alltag. Eine kreative Mini-Rebellion im Alltag muss nicht groß sein. 10 Minuten zeichnen nach der Arbeit, ein paar Akkorde auf der Gitarre, eine schnelle Skizze auf einem Zettel, 2 Runden am Pulli häkeln. Diese kleinen Momente erinnern dich daran, wer du bist, jenseits von Jobtiteln und To-Do-Listen. Und oft passiert etwas Magisches. Aus 5 Minuten werden 10. Aus 10 wird eine Gewohnheit und plötzlich ist Kreativität wieder Teil deines Lebens. Nicht als Projekt, sondern als Begleiter. Du musst nicht alles ändern. Du darfst einfach anfangen. Und genau das ist vielleicht die größte kreative Mini-Rebellion von allen. Das hier ist keine Kündige deinen Job-Rede. Das ist eine Einladung. Eine Einladung zu mehr Spiel im Alltag. Zu mehr Neugier. Zu mehr kreativen Mini-Rebellionen. Wenn du das Gefühl hast, dein innerer Künstler ist irgendwo zwischen Terminen und Verpflichtungen verloren gegangen, dann bist du hier genau richtig. In den nächsten Videos zeige ich dir konkrete Ideen zu diesen Mini-Rebellionen, Dinge, die wirklich in ein Erwachsenenleben reinpassen. Wenn du magst, bleib hier. Und für heute gilt, mach's dir nicht zu schwer. Eine kleine Mini-Rebellion reicht völlig.